Hallo zusammen, wir erklären euch heute Rumble Catch the Belt. Wie ihr seht, stehen unsere beiden Probanden schon in der richtigen Adjustierung gar. Einmal den Kopfschutz, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Das sehen wir nachher, wenn sie aktiv es vorzeigen. Des Weiteren haben sie schon die Bänder in der jeweiligen Farbe, einmal in Blau und einmal in Rot an. Ob sie jetzt eine lange Hose oder eine kurze Hose tragen, spielt keine Rolle. Wichtig ist aber nur, dass beide ein T-Shirt anhaben mit kurzen Ärmeln. Keine ärmellosen und keine langen T-Shirts bitte tragen. Ob die beiden Probanden oder die beiden Kämpfer einen Zahnschutz drin haben möchten oder nicht, ist jedem selbst überlassen und keine Pflicht. Wichtig zu beachten ist auch, damit die Bänder nicht mit dem Gürtel verwechselt werden beim Ziehen, dass keine Gürtel, sei es eine Kung-Fu-Schärpe oder ein Karate-Gürtel, getragen werden, um hier keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Des Weiteren werden die Gürtel ganz gut adjustiert, dass sie richtig positioniert sind. Über jedem Oberschenkel befindet sich ein Gürtel und ein Gürtel ist in der Mitte. Des Weiteren sollten wir, auch wenn ein Band übrig ist, das einfach hinten kurz hineinstecken, um auch so zu vermeiden, dass am falschen Teil gezogen wird. Das Ziehen geht relativ einfach, einmal nach unten wegziehen und die Hand geht nach oben, denn nur wenn die Hand des Kämpfers oben ist mit dem Band in der Hand, dann zählt auch dieser Punkt. Sehr gut, beide Kämpfer sind bereit, beide sind richtig adjustiert. Somit Verbeugung zueinander, Verbeugung zu mir, Shake Hands bitte, Position und wir beginnen. Und Fight! Stopp! Keine Wertung, das Knie darf den Boden während dem aktiven Ziehen nicht berühren. Nur die Fußsohlen dürfen auf dem Boden sein. Fight! Stopp! Sein Kopf war unterhalb der Gürtellinie. Auch da geht der Schutz des Kindes oder des Kämpfers vor. Kein Kopf unter der Gürtellinie. Darauf ist bitte beim Ziehen zu achten. Fight! Stopp! Position! Fällt ein Kämpfer zu Boden, darf nicht gezogen werden. Am Boden liegend wird nicht mehr agiert. Dies ist auch später wichtig für die weiteren Kategorien, wenn Sie mal aufsteigen in andere Disziplinen. Ein am Boden liegender Kämpfer ist in diesem Moment safe. Fight! Festhalten. Stopp! Ein Festhalten des Gegners ist nicht erlaubt. Kein Festhalten, kein Kratzen, kein Ziehen, nur abwehren dürfen die Fighters machen. Fight! Stopp! Position. Seine Hand hat sich hier befunden. Er hat versucht, seine Gürtel festzuhalten. Mach's bitte noch einmal. Das macht heute keinen Sinn mehr. Früher bei den alten Bändern hat man das noch sehr gut können. Bei diesen neuen Bändern spielt das keine Rolle. Ihr behindert euch selber, weil die Bänder gehen ja trotzdem raus. Festhalten ist irrelevant, denn die Bänder gehen ja heraus, egal wie fest ihr sie hält. Ihr hindert euch nur selber daran, mit beiden Händen aktiv arbeiten zu können. Verbeugung zueinander, Verbeugung zu mir. Nach einer Minute Kampfzeit ist jener der Sieger, der die meisten Bänder vom anderen gezogen hat, beziehungsweise hat einer vor einer Minute schon 3 Bänder gezogen, ist er innerhalb der Kampfzeit schon als Sieger zu benennen. Gut. Verbeugung zueinander, Verbeugung zu mir. Zweiter Kampfrichter, bitte Position. Shake Hands. Und Fight! Stopp! 1 Point. Fight! Stopp! 1 Point. Fight! Stopp! Nicht zu tief abtauchen. Fight! Stop! 1 Point. Fight! Stopp! Der Punkt war schneller. Der Punkt geht zurück. Position. Jawohl.
Gleichstand bis jetzt. Okay. Und fight. Stopp. Der Gürtel hat sich verdreht. Bitte adjustieren. Wenn der Gürtel zu weit nach hinten geht, muss er wieder richtig positioniert werden, weil sonst gibt es keine Chancengleichheit. Sollte wir 1 Minute Kampfzeit vorbei haben und es steht 1:1, dann gibt es natürlich auch die Verlängerungszeit. Und sollte es nach der Verlängerungszeit wieder dementsprechend 1:1 stehen, dann gibt es die Kampfrichterentscheidung.